Willkommen beim Meilencoach. Heute nehme ich euch auf einen ganz besonderen Flug mit. Es geht mit der Singapore Airlines in der Business Class im A350-900 von Istanbul nach Singapur. Dabei zeige ich euch alle wichtigen Details, die einen großartigen Flug ausmachen, und natürlich sage ich euch, wie man dieses geniale Flugerlebnis für weniger als 30 € buchen kann. Vorher nehme ich euch in eine der besten europäischen Lounges mit, die Business Class Lounge der Turkish Airlines in Istanbul. Hier startet mein Flug nach Singapur bereits stilvoll. Kommt mit und lasst euch überraschen und genießt diese besondere Reise mit mir. Der Flughafen in Istanbul besticht durch seine moderne, großzügige und auch futuristische Architektur. Man fühlt sich sofort wohl und in einer besonderen Umgebung. Der Check-in bei der Singapore Airlines verläuft äußerst schnell, reibungslos und freundlich. So macht das Spaß und stellt einen positiv auf den Flug ein. Nächster Stopp ist die legendäre Business Class Lounge der Turkish Airlines. Willkommen beim Meilencoach. Ich grüße euch aus der Istanbul Business Class Lounge von der Turkish Airlines. Ich darf heute mit Singapore Airlines von Istanbul nach Singapur fliegen und dann auch weiter nach Ho Chi Minh. Und ja, wollte euch diese besondere Lounge vorstellen. Sie ist schon sagenumwoben, der Flughafen ist super modern und die Lounge hat einiges zu bieten mit Live-Cooking und so weiter. Aber das zeige ich euch, kommt mit und seid gespannt. Überall sind kleine Essstationen, hier sind eher die Süßspeisen. Toll präsentiert. Sitzplätze wie im türkischen Kaffeehaus. Hier kann man Spicy Chili Chicken bekommen mit gekochtem Reis und eigene Kochstation für dieses Gericht. Ist ein Barista und hier mit tollen Gacha-Maschinen kann man sich einen perfekten Cappuccino machen lassen. Werde ich gleich mal testen. Hier sind auch die berühmten Köche der Turkish Airlines. Vegetarische Nudeln, Pasta of the Day. Und hier werden frische Pide gemacht. Toll. Sieht auf jeden Fall toll aus. Hier auch ein super Buffet mit Mezze. Hier sitzt man eher wie im Restaurant und das wirkt wie ein britischer Club. Sehr elegant. Könnte auch eine schicke Hotellobby sein. Und hier ist eine schöne Teestation, wo man sich frischen Tee selber nehmen kann. Super gemacht. Und etwas Gebäck darf nicht fehlen. Und jede Menge Sitzgelegenheiten unter einem toll geschwungenen Dach. Hier kann man sich Pfannkuchen machen lassen. Und noch mehr Sitzgelegenheiten mit Sesseln, Sofas mit Blick auf die Halle. Hier sind Arbeitssuiten. Die man sich zeitweise mieten kann. Und noch mehr Arbeitsplätze. Hier kann man auch sein Gepäck einsperren lassen und muss nicht ständig aufpassen. Auch eine super Idee. Und hier kann man sich eine private Suite mieten. Also die Turkish Airlines Business Lounge setzt schon Standards. Also ich habe noch nicht viele Lounges gesehen, die ähnlich gut ausgestattet sind, großflächig mit so viel Live-Cooking und Buffet. Alkohol gibt es auch nicht. Das ist ein bisschen versteckter, aber gibt's. Und ich finde, für jeden ist da was dabei. Also toll. Wenn ihr also nach Istanbul kommt oder überlegt, vielleicht über Istanbul zu fliegen, dann ist das eine super Option. Mit dem Business Class Ticket seid ihr in dieser Lounge. Es gibt auch noch eine Starlines Gold Lounge, die ist ähnlich gut ausgestattet. Mit dem Senator oder einem anderen Starlines Gold Status kommt ihr rein. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Sagt mir, was ihr meint, schreibt es in die Kommentare und ja, weiter geht's. Das Gericht heißt Manti. Hier wird feine Pasta gemacht, alles Handarbeit. Ich glaube, das werde ich gleich mal probieren. So, ich werde mir auch gleich mal probieren. Und hier kann man noch eigene Gewürzmischungen drauf tun. Schaut toll aus.
Hier kann man sich Köfte mal geben lassen und schönes Gemüse. Toll. So, jetzt probiere ich noch das Spicy Chicken Chili. Mal schauen, wie das schmeckt mit dem Rotwein zusammen. So, ich habe jetzt 3 Gerichte probiert. Einmal diese türkischen handgemachten Nudeln, das Chicken Chili und Köfte. Und ich muss sagen, alles war exzellent. Also die Nudeln waren super und mit dem Joghurt und pikanten Soße. Der Rotwein sehr gehaltvoll, schön kräftig, wie ich es gerne mag. Und wirklich besonders kein 0815 Wein. Und auch das Chicken Chili sehr, sehr gut. Pikant, nicht zu scharf, gut abgeschmeckt. Ich bin wirklich sehr, sehr angetan. Also, cheers. Gut gemacht. Turkish Airlines Business Class Lounge in Istanbul. So, das ist die Kabine der Singapore Business Class in 350-900 auf der Strecke Istanbul nach Singapur. Es gibt hier nur eine Business Class und keine First Class und das ist heute mein Platz, die 14a. Ihr seht, ich fühle mich schon absolut wohl und freue mich sehr auf diesen besonderen Flug. So, am Platz befindet sich einerseits ein sehr schönes, großes Kissen, ein Buffet, eine Unterlage für das Bett nachher. Die Beine kommen dann hier so seitlich rein. Die Maße liefere ich dann gleich noch nach. Hier eine schöne Schlafmaske, Socken und Slippers. Bei Singapore Airlines bestellt man sich die anderen Dinge, bekommt man dann auf Nachfrage. Hier ist sehr, sehr, sehr viel Platz. Ein riesiger Bildschirm. Lauter kleine Fächer. Der Sitz lässt sich natürlich vielfältig und einfach bedienen. Am Sitzplatz bieten sich jede Menge Steckdosen und Schnittstellen fürs Aufladen und andere Geräte. Natürlich auch die Fernbedienung, die auch wichtig ist, weil der Bildschirm nicht berührungsempfindlich ist. Und auch seitlich ist ein massiver Tisch eingebaut, der sich gut bedienen lässt. Und in dem kleinen Fach da hinten sind die Kopfhörer versteckt. Und sie versprechen, Noise Cancelling zu sein. Das schauen wir uns gleich mal an. Das sind jetzt Noise Cancelling Kopfhörer von Singapore Airlines gebrandet. Welches Modell dahinter steht, kann ich noch nicht ganz erkennen, aber das sage ich euch noch. Auf jeden Fall Noise Cancelling. Selbstverständlich gibt es bei Singapore Airlines Internet an Bord. Und wie sich das auch gehört, in der Business Class ist diese absolut gratis. Ist vielleicht nicht für Streaming geeignet, aber für Messaging auf jeden Fall. So, sogar schon vor dem Flug gibt es ein Piper Heidsieck, ein wunderbarer Champagner. Ich zeige euch noch den Rest der Kabine. Es geht bis Platz 17. Und hier gibt es noch eine zweite, kleinere Kabine mit den Reihen 19, 20, 21, 22, auch in einer 1-2-1 Konfiguration. Jetzt ist tatsächlich enorm breit, ihr seht das. Die Maße blende ich da noch ein. Es ist ja, traumhaft und man sitzt sehr, sehr gut, fühlt sich wie ein Lounge-Chair und ja. Also wenn man sich ganz zurücklegt, dann sieht man relativ wenig von den anderen Passagieren. Sitzt man ein bisschen nach vorne, kann man theoretisch auch zu den anderen Passagieren schauen. Schön heiß, es dampft richtig, wow. Es tut sehr gut. Auch hier in Istanbul ist es eher kühl, auch wenn es schön sonnig ist. Und
schöne Qualität, leicht parfümiert, aber nicht streng. So, die ersten Minuten des Einsteigens haben begonnen und wir haben eine sehr, sehr nette Crew. Also unsere Stewardess ist unser Flight Attendant wahnsinnig freundlich. Es hat schon gleich mit einem Glas Champagner begonnen und jetzt kann man auch das Vorspeise bieten sie als Chicken Satay an, was immer hervorragend sehr, sehr lecker ist. Und dazu habe ich den Signature Drink der Singapore Airlines, so überhaupt von Singapur, den Singapore Sling bestellt. Bin gespannt, wie sie den hier machen. So, hier habe ich einen Chicken Satay und einen Singapore Sling. Bin schon sehr gespannt. Also die Kombination mit Singapore Sling, bisschen süßlich, und Chicken Satay, würzig, leicht pikant, ist ziemlich nice. Guter Tipp. Eine schöne Menükarte, attraktiv gestaltet im DIN A4-Format. So, was ist mein erster Eindruck? Also, der ist ganz hervorragend. Der Platz ist super. 14a kann ich sehr empfehlen. Man ist ein bisschen von der Galley entfernt, aber doch recht weit vorne. Die Crew ist super, also die ich bis jetzt kennengelernt habe. Ich habe eine super nette Flight Attendant, die mir jeden Wunsch möglich macht. Und ich bin schon sehr gut versorgt worden mit tollen Champagner. 2014er Heizig Piper, also es ist fantastisch, sehr, sehr trocken, sehr typischer Champagner. Der Singapore Sling war auch wirklich schön und eine gute Kombination zu den Satay-Spießchen, obwohl man ja sagt, der Aperitif sollte eher ein bisschen herb sein, aber ich finde, wenn man mit Singapore Airlines fliegt, dann darf es auch mal ein Singapore Sling sein. Diese Satay-Spießchen waren auch wirklich lecker und jetzt will ich gleich mal das In-Flight Entertainment System probieren und ja, das Mittagessen, das habe ich dieses Mal auch vorbestellt. Das ist bei Singapore Airlines ähnlich möglich wie bei Lufthansa. Ich verlinke euch das Video für Lufthansa. Für die Flüge, die aus Deutschland gehen, kann man ja das Essen auch vorbestellen in der Business Class. Und das ist hier auch gleich angekommen. Mir wurde gleich gesagt, sie haben mir das Beef bestellt und das bekomme ich dann später. Und dazu werde ich auch sicherlich einen guten Rotwein probieren. Ich habe mir den ausgesucht, der aus Argentinien kommt. Dieses mag ich besonders gerne. So, als Vorspeise nach den Satay gibt es einen Chicken Salad, auch mit einem türkischen Reis, Weinblatt und einem Knoblauchbrot. Also schaut gut aus. Und ich bleibe jetzt erstmal beim Champagner und für den Hauptgang nehme ich dann noch einen Rot. So, jetzt habe ich die zweite Vorspeise probiert. Also wir hatten ja erst das Satay, jetzt den Chicken Salad. Der war ganz klar türkisch inspiriert, was ja durchaus in Ordnung ist. Mit einer Hühnercreme und einem Stück Hühnerbrust und Salate und ein gefülltes Weinblatt. Also war sehr lecker. Wobei ich ehrlich gesagt wahrscheinlich jetzt irgendwas asiatisches, singapurianisches bevorzugt hätte. Aber war dennoch ein guter Start und eine schöne Ergänzung zu den Satay-Spießen. Das ist der argentinische Rotwein. Thank you. So, das ist jetzt das Rinderfilet mit
mit einer Pfeffersoße, grüner Spargel und schaut aus wie eine Quiche dazu. Und ich habe den argentinischen Rotwein hier gerade gesehen. So, hier habe ich eigentlich viel zu viel Nachtischfrüchte, ein Zitronenmus und auch noch Käse, den ich eigentlich gar nicht unbedingt wollte, aber der mir mehr wie aufgedrängt wurde, freundlicherweise. Also super toll alles. Zum Abschluss gab es einen kräftigen Espresso und einen köstlichen Port. Ein wirklich perfektes Abendessen. Also das Badezimmer ist nicht besonders groß, eher klein, aber sauber und ordentlich und nette kleine Amenities. Ja, das passt, ist auch relativ sauber. Wir sind jetzt schon 2 Stunden im Flieger, waren einige Leute hier. Aber jetzt gibt es Turbulenzen, dann muss ich lieber schnell zum Platz. So, ich habe jetzt noch die Amenity Kits bestellt, damit ich die euch zeigen kann. Wie ich vorher schon erwähnt habe, die werden nicht automatisch hingelegt, bis auf Schlafmaske, Strümpfe und Slippers, was schon schön ist. Und den Rest zeige ich euch jetzt gleich. So, hier ist das schöne Amenity Kit, ein Leder- oder Kunstlederbeutel mit Cremes, sogar Rasierapparat, Ohrstöpsel, Zahnbürste, Zahnpasta natürlich, alles, was man so auf einem Langstreckenflug braucht. Und eins habe ich extra, was ich an meine Mitglieder verlosen werde. So, hier ist das schön gemachte Bett. Bett ist wirklich sehr bequem. Weiche Auflagen, schöne Decken, Kissen, genug Platz, also ein sehr angenehmes Bett. Wir sind gut unterwegs, noch gute 2200 Kilometer nach Singapur und Zeit für den Servicecheck. Wie lange braucht die Crew, um auf mein Klingelzeichen zu reagieren? Rekordverdächtige 9 Sekunden. Das war einsame Spitze. So, jetzt kamen noch Croissants und ein Pain au Chocolat und der Orangensaft ist wirklich frisch gepresst, schmeckt sehr lecker. Ich habe jetzt noch einen Cappuccino bestellt, da bin ich gespannt, wie der sein wird. So, hier ist auch noch der Cappuccino. So, ich habe jetzt gerade die Cappuccino bekommen. Der wirklich erstaunlich lecker und kräftig ist. Ich mag das gerne so. Wie war meine Nacht? Also wir sind in der Zeit, eigentlich ist es ja ein Tagflug und somit konnte ich einfach von der Zeitverschiebung nicht so gut schlafen. Aber ich lag sehr bequem, also mir wurde das Bett gemacht und es gab eine gute Auflage und eine wirklich schöne Bettdecke, sehr flauschig. Ich werde sie euch nachher nochmal bei Licht ein bisschen besser zeigen. Mit den Amenities, die ich hatte mit Schlafmaske und den Ohrstöpseln, ging das eigentlich ganz gut. Aber es waren auch ein paar Turbulenzen, die mich auch wieder aufgerüttelt haben. Somit habe ich eigentlich mehr geruht als geschlafen. Ich habe mir dann noch einen Film angeschaut und das hat wirklich Spaß gemacht, auf dem großen Bildschirm den sich anzuschauen. Zu dem Entertainment-System ist noch zu sagen, dass es leider überhaupt nicht berührungsempfindlich ist. Also man muss mit einer Konsole alles steuern und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Manchmal reagiert sie zu schnell, manchmal ein bisschen zu langsam. Man kommt dann klar, aber so richtig super fand ich das von daher nicht. Das Angebot an Filmen ist sehr ausführlich, Neuerscheinungen, alte Klassiker.
Natürlich auch viel für den asiatischen Geschmack, aber auf deutscher Tonspur habe ich jetzt nicht viel gefunden, aber auf Englisch schon und mit Untertiteln und so. Und das ist für mich persönlich jetzt kein Problem, aber hängt sicherlich auch von der Strecke ab. Ich bin jetzt ja eben von Istanbul nach Saigon unterwegs und da werden natürlich andere Filme präsentiert, als wenn man jetzt auf einer Strecke von Frankfurt nach Singapur unterwegs wäre. Zu dem Frühstück soweit ist zu sagen, es war ja jetzt nur die Vorspeise des Frühstücks. Das Joghurt war hervorragend. Es war wirklich ein frisches Joghurt mit Fruchtmark. Also war richtig Fruchtpüree drin und schmeckt also jetzt nicht wie ein abgepackter Joghurt. Der Orangensaft frisch gepresst, auch sehr gut. Und das Obst ganz zart und reif und lecker. Also hat schon, ja, hat was. Also, und der Service ist wirklich vorzüglich. Das Team ist wirklich sehr, sehr nett und aufmerksam. Vom Gefühl her fühlt sich fast an wie ein First-Class-Flug. Also der Sitz ist sehr groß. Gut, die Beinfreiheit ist etwas weniger als jetzt in der Lufthansa First Class, das habt ihr gesehen. Ähm, und vom Essen her ist es hervorragend. Auch der Champagner und die Weine sind sehr gut. Allein es gab kein Kaviar oder Barley-Lachs oder so ganz, ganz super besondere Sachen. Das hat man hier nicht. Sofern, das ist dann schon eher ähm, Business Class Feeling als jetzt First Class Feeling. Aber gut, ist ja auch nur ein Business Class Ticket. Apropos Business Class und nicht First Class, ich habe euch noch nicht gesagt, was ich jetzt für diesen Flug bezahlt habe. Ähm, tatsächlich ist es ein Premium-Ticket und ich habe von American Express Punkte übertragen im Verhältnis 3:2 zu KrisFlyer. Ähm, KrisFlyer hat auch ähnlich wie Lufthansa das Meilenschnäppchen, haben die auch Special Savings und ich habe ein Meilenticket bekommen in Höhe mit 56.000 Meilen, abfliegend von Istanbul nach Singapur und sogar noch weiter nach Ho Chi Minh. Und jetzt haltet euch fest, die Steuern beliefen sich auf 15 US-Dollar. Also ist praktisch nichts. Insofern wirklich ein Travel-Hack, das solltet ihr euch merken. Wenn man von Istanbul aus fliegt, dann zahlt man die Hälfte der Meilen, als wenn man von Frankfurt aus fliegen würde. Weil Singapore Airlines Istanbul als Asien noch sieht. Insofern ist es wie eine innerasiatische Strecke, selbst wenn man 10 Stunden unterwegs ist. Bei Lufthansa und Co. wissen wir, dass die Türkei wird als Europaziel angesehen. Deswegen gibt es dort auch nur die entsprechenden Punkte, Points und Qualifying Points, wenn man von Deutschland in die Türkei fliegt. Also das wird nicht als ein anderer Kontinent gesehen, aber eben wenn man mit Singapore Airlines fliegt, wird der Abflugort Istanbul als Asien angesehen. So, jetzt habe ich auch noch meine Nudeln bekommen. Also es sind Chicken Noodles mit Gemüse und die werde ich jetzt gleich mal probieren. Also die Nudeln habe ich gerade probiert, die sind sehr lecker, sind würzig, könnten gleich ein bisschen salziger sein und sind mit interessanten Shiitake-Pilzen und Baby Pak Choi und auch ein bisschen Chili, also interessant und gut und was anderes und ja, eine schöne Alternative zu den üblichen Omelettes, die man einfach ja schon so oft bekommen hat und die irgendwie auch nicht mehr so interessant sind. Die Decke ist wirklich flauschig wie ein Federbett, eine leichte Daune, sehr kuschelig, zweifarbig auch sehr geschmackvoll designt. Mit der könnte man sich auch zu Hause gut tun. Leider gehen auch irgendwann mal die schönsten Flüge vorbei und ja, ihr habt gemerkt, dieser Flug hat mir ausgesprochen gut gefallen. War sicherlich einer der besten Business-Class-Flüge soweit. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von der Business Class von Singapore Airlines? Schreibt mir das auch in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über euren Thumbs Up und ein Abo, falls ihr das noch nicht dagelassen habt. Herzliche Grüße vom Meilencoach.